Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. Heute mit unseren Animal Kingdom Pirates Lead Performer Jack. Wie immer wollen wir nicht viel Zeit verlieren und gleich mal über die Medaillen fliegen. Ich habe hier wieder versucht, die Tags maximal auszunutzen. Ich habe es hier bei allen drei mit 5 geschafft. Was bringt uns das? Wir haben einen erhöhten Schaden, eine erhöhtere Capture-Geschwindigkeit. Die Cooldown-Zeit ist von Dodge und Skill 2 um 20% reduziert. Und was hier auch noch besonders zu tragen kommt, ist, dass ich 2 der 3 Medaillen speziell auf Animal Kingdom und auf die Sohan-Klasse ausgelegt habe, was uns im Gesamten, wie wir draußen gesehen haben, einen enormen Push gibt, was die Basiswerte angeht. Mit diesem Medaillenset habe ich Jack wirklich maximal gepusht und abgesehen von seiner Grundstärke macht ihn das auch zu meinem ultimativen Preacher meiner Sammlung. Dann geht's gleich weiter zu den Skills. Skill 1, Don't get ahead of yourself. Eine Long-Range-Attacke, die wir, wie wir später im Spiel sehen werden, einfach ein ultimativer Finisher ist, da die Reichweite ein Riesenvorteil ist, da wir uns von den Gegnern fernhalten können. Skill 2, Drought. Die hat eine Doppelfunktion. Wir haben eine Standardattacke, die ihn einfach zweimal quasi als Mammut austreten lässt und eine Charge-Attacke, in der wir durch die gesamten gegnerischen Linien brechen können und die auch über einen längeren Zeitraum geht. Zu den Traits. Der Character Trait ermöglicht es uns, in der Mammutform in Skill 2 bis zu 70% weniger Schaden einzustecken, als wir tatsächlich erhalten. Und der Stagger-Effekt wird negiert. Zusätzlich wird die Knockback-Distanz, die wir den Gegnern zufügen, um 100% erhöht. Jacks Attacken haben auch einen aktiven Einfluss auf die Skills der Gegner. Wenn wir den Gegner innerhalb von 10 Sekunden 3-mal treffen, wird die Cooldown-Zeit seines Dodges um 20% erhöht und wenn wir ihn in unserer Mammutform treffen, wird die Cooldown-Zeit von seinem Skill 2 um 30% erhöht. Wenn wir bei Trait 2 30% Leben übrig haben und uns eine Attacke trifft, die uns eigentlich K.O. machen würde, werden wir mit einem Lebenspunkt überleben und können theoretisch noch einmal kontern. Weiters wird sich bei einem Angriff auf den Gegner unsere Attacke um 5 und bis zu 75% steigern, bis der Gegner endgültig K.O. geht, plus 1500 Health Points maximal werden unseren Lebenspunkten wieder hinzugefügt. Und der klassische Boost Rate bei Attackern, 20% mehr Critical Damage, was es natürlich sehr attraktiv macht, den Gegner dann anzuaimen, wenn man Skill 1 oder Skill 2 verfügbar für einen Angriff hat. Dann machen wir uns gleich mal auf in eine Runde. Nach all diesen Runden, die ich bis jetzt mit Jack gespielt habe und den ganzen Vergleichen mit den Runner- und Defender-Klassen, muss ich wirklich sagen, dass Jack für einen Attacker wirklich flink ist und auch relativ wendig. Wir haben hier gleich mal sein Skill 1 und Skill 2 hintereinander eingesetzt gesehen. Wie wir vorher schon einmal sagten, eben Skill 1 Don't get ahead of yourself und Skill 2 Drought. So wie vorher Skill 2 Drought angewandt wurde, war es der Nicht-Charge-Weg, die Attacke auszuführen, in der man einfach zweimal auf den Boden stampft und dementsprechend Schaden ins Ziel bringt. Ein Fakt, den ich euch immer wieder sage und den ich auch immer mehr bekräftigen möchte, ist, versucht den elementaren Vorteil auszunutzen. Wie bei Jack wissen wir, er ist ein grünes Attack-Element. Ja, okay, aber versucht nach Möglichkeit seine Skill-Attacken in die Richtung eines blauen Elementes zu locken, da ihr fast eine 100%ige Chance habt, den Gegner mit einem Skill direkt K.O. zu bringen. Wenn ihr grün auf grün richtet, kann das natürlich auch gut und gerne ausreichen, aber gegen rote Elemente wird es sich so gut wie nichts oder nur sehr wenig bringen, da sie einen riesen Boni gegen euch haben. Ihr könnt einfach stetig beobachten, wie ich mit Skill 1 Don't get ahead of yourself immer aus sicherer Distanz Gegner zu Boden bringen kann. So wie hier, jeder der den Angriff von Phoenix Mako kennt, wenn wir in den Drought-Modus gehen und uns als Mammut fortbewegen, können wir auch den gut abwehren, was normalerweise nicht so möglich ist, da er alles in seinem Weg immer umwirft. Hier haben wir wieder eine gute Situation. Viele von euch werden die Situation mit Riley kennen. Wir wissen, er ist ähnlich gelevelt und gepowert wie Shanks, doch wir haben einen Elementarvorteil, grün gegen blau, und wir konnten ihn sogar ohne Skill 1 oder Skill 2 K.O. bringen.
Durch den Boost im Medal-Set und seiner von Haus aus guten Attacke ist Jacks Fähigkeit mit seiner Basisattacke, in der man einfach nur die Dreier-Kombi macht, mit der man zuschlägt, extrem viel Schaden auszuteilen und dementsprechend auch die Gegner ohne Skills zu Boden zu bringen. Wenn ich in meine Sammlung blicke, ist Jack wirklich der mir in den Total Challenge Scores immer die höchsten Punkte und am weitesten vorne im Ranking ist und auch der gesamt die meisten KOs für sich erwerben kann. Auch glaube ich, dass ich in meiner ganzen Scoreliste die meisten MVPs Jack zu verdanken habe. Für mein Empfinden ist es auch so, dass die Animal Kingdom Pirates im One Piece Bounty Rush einen extrem hohen Angriffs- und Verteidigungswert haben, was sie auch vom Allgemeinen her eine der spielbarsten Serien macht, die sie bis jetzt rausgebracht haben. Ich kann mich auch täuschen, wenn ihr das anders seht, könnt ihr mir gerne eure Favoriten in die Kommentare schreiben und ich werde mir die mal näher ansehen für eines der nächsten Videos. Aufgrund der 3 Treffer innerhalb von 10 Sekunden haben wir auch den Recovery Bonus aktiviert und dieser rosarote Kreis um Jacks Beine zeigt uns nur an, dass wir unsere Health Points wieder auf 100% aufgeladen haben. Dann gehen wir gleich weiter mit der Drought durch die Gegner. Das einzige, was man eben leider nicht abwehren kann, ist dieser Security Circle, den wir nach dem Downen oder nach dem Frisch-Joinen eben um sich haben. Das blockt unseren Skill leider ab, aber das trifft sowieso bei allen Klassen zu, also lassen wir uns davon auch nicht das Leben schwer machen. Okay, die Situation sieht für mich gut aus, um auf der Zielgeraden noch einen Kill mitzunehmen. Und richtig geraten, noch ein KO, herrlich. Es ist auch egal, in welcher Map man mit Jack unterwegs ist, er ist überall universell einsetzbar und man kann seine Angriffsvorteile wirklich überall rausholen. Hier bietet uns sich wieder ein perfektes Beispiel mit 2 OP-Charakteren, nämlich mit Shanks und Kaido, und wir werden jetzt sehen, wie sich Jack ihnen entgegenstellt und locker mit ihnen mithalten kann. Beziehungsweise Kaido hat sich gerade erledigt und Shanks ist in die andere Richtung geflohen, aber Long-Range-Attacke und wieder ein KO. Skill 1 ist für mich einfach zu simpel und zu einfach anwendbar. Und so gut wie ich ihn anwenden kann und so oft wie ich ihn anwenden kann, habe ich die Befürchtung, dass er auch gebufft werden wird. Was ich natürlich nicht hoffe, aber man kann niemals wissen. Bis jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn Charaktere einfach zu OP sind, sie einfach gebufft werden. Doch wie ich jetzt schon vielfach gezeigt habe, ist im elementaren Vorteil Jack wirklich fast eine unüberwindbare Mauer und wird euch dementsprechend eine Unterstützung bei eurem Spiel sein. So Leute, und damit kommen wir schon wieder ans Ende des heutigen Videos. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush.